Good morning and welcome hier. Ich freue mich von dir und hier thuis te zijn. Veel zijn nog wie in Lakriet, hadden ook weer in Lakriet met Samana Topen, hadden toen een gezegende tijd. En van der freue ich mich hier mit jullie te zijn. God is goed. En wanneer we dat ervaren kunnen, kunnen we dat ook immer uitzien. God is goed. Hij leidt ons, hij zegent ons in verschillende wegen en daardoor kunnen we ons vrijen. En wanneer we dat dan zijn, dat God ons zegent, dat je ons schijnt. Dat gleich wie. Wir gleichen eine Gruppe Menschen zu sein, wo wir uns tüchtig fühlen, wo wir angenommen fühlen, wo wir so fühlen, wir gehören dazu, dort gleich wie zu sein. Und dort ist auch, dass Gott das geplant hat. Gott will, dass wir uns tüchtig fühlen in eine Gruppe von seinen Kindern. Und dort ist auch immer wieder mein Verlangen, wenn ich will sein, dass ich will mit beitragen, dass die Menschen, die sind, sich selber können, non-getroffen fühlen, sich selber können, tüchtig fühlen. Yes, ich kann nicht alles, aber so viel als ich kann, gleich ich das immer zu tun. Manchmal dort, wenn dann denkt an something to share und was ist das Nächste, was fehlt uns. Ich denke nicht so sehr an, was fehlt der Kirche, aber ich denke immer an, was fehlt uns. Das ist ein Part von uns allen. Was fehlt uns? Und dann, wenn wir kicken in Gottes Wort, dann kicken und lesen, das ist so viel, was wir da finden können. Und von der an habe ich gedacht an reden von eine falsche Sicherheit. Wie kann es dann geben, dass wir eine Sicherheit haben und das aber falsch ist? Yes, wir finden das. Ich weiß nicht, ich sage, das Wort den, was so viel über Deal bringt, aber in 1. Korinther, 10. Kapitel, wenn wir uns dort selber kicken, dann können wir das sein, wo Menschen auf einmal eine falsche Sicherheit haben. Und wo Paulus versucht zu erklären, dass das nicht dem was soll sein, und wo Erfahrungen dahinter stehen, dass Gott das strafen. Gott interessiert das nicht. Aber ich würde dann gehen, wenn wir uns nach Hause nehmen zum Beten. Vater im Himmel, wir kommen wieder für dich. Wir sind dankbar, hier von dir und Typ zu sein. Wir sind dankbar für dein Wort, was du hast hingelassen, wo wir können von lernen, wo wir können lesen und wo wir uns können erfrischen, wo wir uns können abbühen. Vater, da sind wir so dankbar für. Ich bete, dass das Wort von dir war, was kann zu uns reden, dass wir wollen können gestärkt und abgebüht und ermutigt werden. Ich bete, dass wir wollen können aufgehört haben und das ist mein Verlangen, dass ich kann so sein, dass Menschen Rami wollen können, deine Leben feiern, wie du hast in mir gegeben und so, nur jeder einer, der hier von dir und ist. Und wir freuen an deine Lehrung und an deine Führung in Jesus' Namen. Amen. Gut, 1. Korinther, 10. Kapitel, Vers 1, sagt es dort, liebe Brüder. Lieve Brüder, fängt mit an. Ich kann auch sagen, lieve Schwestern. Und dann sagt dit soll je weten. So there's something important. Das Wort wichtig. Dit soll je weten. Dat onze voeders alle onder dezelfde wolk waren en alle durch datzelfde meer gingen. Oh, so nu weten we dat Paulus de voet 3 van wat onze voeders steden. Hij kijkt door naar wat zijn volk. Hij was een van de Israëlitische leiders. Als hij nog niet bekeerd werd, als hij bekeerd werd, dan had hij veel met hen te doen gehad. En hier zegt hij, dit zal je weten, broeder, dat wat de voeders met God beleefd hebben, dat is toch voor een reden dat we kunnen wat van leren. Dat is niet bloß dan passiert en dan is het voorbij. Hij zegt, dit zal je weten, dat onze voeders de hand alle dit beleefd. En dan zegt hij in het tweede vers, alle zijn ze onder Moses en een volk en meer gedoopt worden. Onder Moses en een volk en meer gedoopt worden. En wat hij krijgt met dat alles meint, weet ik niet. Ik verstoor het immer zo, dat dan ze zijn durch dat meer gegaan, te foto 3 dat 3 meer weer, wo ze kunnen durchgaan. Nu hebben de Egypten de band verdrinken deiden. En dan zegt hij, alle eten datzelfde geestelijke eten.
Da wies die drei ab das Manna, was sie kriegen, als sie durch eine Wildnis wandern deiden. Und dann sagt er, alle tranken denselben jässlichen Trank. Sie tranken alle von den jässlichen Steinen, der mit ankam, der Stein wie Christus. So, hier wisst ihr, wo Moses mit dem Stock an den Stein anschlug und dann schält der Wasser raus. Und du kannst alle von trinken. Er sagte, dass wir ein jässlicher Stein, was du Wasser geben, dass wir nicht bloß, so ein von den harten Steinen, was daran wären, dass wir ein jässlicher Stein. 5. Vers sagt er, und doch an dem meisten hat Gott kein gefallen und er Leute in der Wildnis gestorben. So hier, und das eigentlich haben wir nun topfoten, dass wir keine falsche Sicherheit haben, wo wir uns abverloren. Paulus sagt, die gingen alle aus Ägypten raus, die gingen alle durch das Meer, die gingen alle Eiten von das Eten und alle tranken von das Wasser. Da wird kein Unterschied. Und dann sagt Paulus, dass Gott hat an den meisten kein gefallen. Und wir weiten dort, dass die meisten in der Wildnis sterben werden, wo wenn sie angehorsam werden. Und dann fängt Paulus an, wieder von Dingen zu erklären, was die deuten und was passieren wird. Er sagt erst noch in 6. Vers, das ist für uns aus dem Vorbild passiert, dass wir uns dort beise nicht jankern lassen sollen, so als gerne deuten. Dort, was dann die Israeliten belebten, was da ist durchgegangen, da sagt Paulus nicht, dort ist uns zum Vorbild passiert. So ein anderer wird, wenn es sagt, dass die falsche Sicherheit, was ich hier will nehmen, sie dachten alle, so Gott leitet uns. Und sie haben das erfahren, sie sagen, dass Gott mögt das mehr auf. Sie gingen da alle durch. Sie sagen, dass Wutter wie alle, und Moses schlug mit dem Stock an den Stein an, und dann kam der Wutter raus, und dann tranken sie alle davon. Oh, Gott ist damit. Gott ist mit uns. Gott tät Wunder. Aber doch, an dem meisten hat Gott kein Gefallen, sagt er. Wohin? Da wollen wir Luther noch ein bisschen von dichter Bieder bekennen. So, das ist uns so ein Vorbild passiert, damit wir können sein, was Gott tät, wo Gott schaffen tät. Er hat ein Hort für uns Menschen. Er will nicht, dass irgendwer soll verloren gehen. Er will, dass wir alle sollen gerettet sein. Und er lädt alle da trinken, even wenn das hart werden, sie nicht wollen Gott annehmen, sie nicht mehr wollen horchen. Aber Gott gibt ihnen danach eten, er gibt ihnen Wasser, er gibt ihnen Leute ihnen durch die Dreh mehr gehen. Gott gibt ihnen das alle, wenn sie auch ein hart haben. Wir können nicht einmal bei dir kommen, naja, wir sitzen, Gott segnet uns, so da wird ihr doch wohl nicht so schlimm sein mit mir. Da wird ihr doch wohl nicht so arg sein mit mir, da wird ihr doch wohl okay sein. Gott gibt die Israeliten alle das Manna, wo sie können von eten, die gibt ihnen alle das Wasser, wo sie können von trinken. Die werden alle gleich. So, sie fangen auf einmal so an zu denken, dass, naja, die können alle, da wird ihr das wohl nicht so schlecht sein. Wird ihr doch wohl auch gut genug sein, so ich sagen. Das ist der Vers los, ich glaube, ich will noch einmal sagen, das ist für uns als Vorbild passiert, dass wir uns dabei sie nicht jankern lassen sollen, so als gerne deuten. Die leiten sich das jankern, das Schlechte, sagt er. Und dann fängt er an abzunehmen, was von den Dingen da passieren, und sagt er, die sollen auch nicht jeder dein, so als man gerne eingedeuten. So als geschrieben steht, dort Volk sah sich durch zu eten und zu trinken und stund ab zum lastig sein. Das, wo sie das goldene Kolf gemerkt haben, und dann sahen sich durch und hatten ein Fass durch, sie wären alle Frauen mutig, und dann tanzen. Es ging bloß gerastig schein. Sie wären sehr mutig. Aber das sagt, dass wir nicht, was Gott gefallen hat. Gott hat ihnen lange eingeführt, sie hatten gesungen, sie hatten belebt, dass wenn Gott nicht hat eingeführt, dann würden wir nicht leben. Dann würden wir verdarscht sein, dann würden wir verhungert sein. Sie hatten das gesungen. Und dann wird Moses ein Stützchen nicht ran, und dann, oh, was dann nun? Dann merken sie sich ein Kolf von Gold, und dann werden sie Frau.
Sie merken sich, was sie sein können, und dann werden sie wahre Frau. Aber dort, was Gott getan hat, was allmählich wir für einen Mensch zu tun, dort haben sie vergessen, dort können sie nicht sein. Oder dort haben sie vergessen. So sind wir auch so vielmals, wenn Dinge an uns nachkommen, was schwer sind, was wir nicht sein können, was wollen wir, dass wir dann zweifeln, oder uns versuchen, selbst was zu merken, und dann uns an dort holen. Diese, die mögen sich in goldenen Kolf entleifen, dann können sie wahre Frau sein. Wir können uns von dem vielleicht ein Geld absammeln und dann können wir Frau sein. Aber solange es dort nicht ist, dann können wir nicht. Das Volk hat gesehen, wo Gott entgeführt hat. Wo Gott hat deren aufgemerkt, wo Gott hat Wutter Eten gegeben. Das Wutter aufgemerkt, wo sie können durchgehen, dass die Feinde nicht zu holen kriegen. Wo Gott die Feinde vernichten wird. Das alle haben sie gesehen. Das hatten sie alle gesehen. Aber nu wie Moses fertig der und nicht rangewasst, was dann nu? Nu ist es alle uit. Damit wir uns was merken, was wir sein können, dann können wir eine Frau sein. Weißt du, wir alle wollen Tiden in uns Leben begegnen, wo wir nicht wollen wissen, was der nächste Stopp ist für uns. Wir wollen unsere Zukunft nicht sein können, was das nächste ist für uns. Was ist dann das Wichtigste zu tun? Auch nur Geld gehen, oder nur Gold gehen, oder nur Kolf gehen. Weil nur Kolf gehen, dann wird es alles sein, nur dort haben wir klar, dort würden wir nicht tun. Ans du von Gold und Kolf merken, und dann muss es, und dort würden wir nicht tun. So, dort haben wir klar. Aber in andere Dinge können wir das aber selber weich tun. Wenn wir nicht können sagen, was wir morgen eten wollen, dann würden wir, ich weiß nicht, was wir dann würden tun. Als ich jung war, dann hatten meine Eltern nicht unbedingt immer genug für uns zum Eten. Und ich bin zu jung gewesen, ich kann sagen, was die Eltern dann getan haben. Aber Menschen von der ersten Tag beleben nach Amazon, dass die wissen nicht, was der nächste Tag wird bringen. Und so, wenn wir dann in Gott haben, wo wir uns verloten können, das ist ein Don't, wenn wir nicht gerade wissen, was der nächste Schritt wird sein, aber Gott wird sich kümmern. So ist das, als er deut, als das alle darstrich wird. Er gibt Futter. So dass als endlich alle hungern deut, er gibt Eten. Der deut nicht Fuß, er deut aber. Und das ist wichtig, dass wir standhaft bleiben und da nicht nur eine falsche Sicherheit gehen und nur sagen, wahre Sache. Geld brauchen wir zum Eten geben. Aber dort ist nicht das Sicherste, was uns fehlen wird. Was uns fehlen wird, dass das sicher ist, dass unsere Säule auf einem sicheren Platz ist. Dass wir wissen, dass die Gemeinschaft mit Jesus, die ist in Ordnung. Dort ist eine sichere Sicherheit. Wenn wir nun teilen, dass uns Schmacke hier sind, dort sicher ist, yes, das ist sicher, dass jetzt scheint die Band zu wohnen, dass jetzt scheint, wenn wir wissen, dass der Kummerfall ist, aber dort wird unsere Seele nicht unbedingt sicher hoch. Das Wichtigste ist, dass wir sagen, dass unsere Seele wird sicher sein. Das Volk Israel hat ging durch die Wüste, sie sagen Gott seine Führung, und doch hatten sie ein hoher Teil geschlossen gehört. Als Moses nicht durch war, dann mögen sie sich im Bild. Und dann werden sie mutig. Weil wir nicht dann mutig sind, wenn wir was für die Augen haben und sein können, aber weil wir auch dann mutig sind, wenn wir im Glauben gehen machen. Und vertrauen, dass Gott im Himmel weiß, was mir fehlt. Er weiß, was mein nächster Schritt ist. Er weiß, was ich kriegen und was alle uitdrehen. Und wenn ich mich ab Arm verlot, dann brauche ich nicht mir erst noch einen Kolf merken, zum Frau und mutig sein. Bis das ist eine falsche Sicherheit. Das ist nicht eine Sicherheit, was uns durchführen wird. Das ist nicht eine Sicherheit, was bleiben wird. Ich kann sicher sein, wenn ich mich an Gott holen will. Der 8. Vers, der sagt, weil wird nicht Hürerie drieben, so es man gerne eingedeutet
Und an einem Tag starben 23.000 Menschen. Bloß wählen sie nur ihr Fleisch, nur Leben deuten. Paulus sagt, so wollen wir nicht. Dort schafft nicht. Dort haben wir gesagt, Gott hat das bestraft. So dort wollen wir nicht. Und dann, wenn das zu uns wird sein, oh no, dort haben wir auch klar, das wollen wir nicht. Dort haben wir klar, so dort wollen wir auch nicht. Habot in unsere Gedankenwelt. Habot in unsere Dinge, was wir tun. Wo schnell sind wir? Wir können auf einmal jährlich sterben und frauenmutig in die Kirche setzen, er wenigstens ein Smile haben. Und aber langsam sterben. Willst wir nicht abpassen, wo wir unsere Sicherheit handhaben dürfen. Paulus sagt, an einem Tag starben 23.000 Menschen, bloß wegen der sind, wo sie sich heute nennen. Paulus sagt, wollen wir nicht. Er sagt, guck mal, warum sein Wort hat Jahre dort gebracht, als sie sich dort leben. Was braucht er dort? Wo führt er dort hin? Sagt Paulus, guck, dort wollen wir nicht. Und dort ist es wie von der und gucken. Wenn wir dann gucken, was hat er dort gebracht? So dort wollen wir nicht. So dann müssen wir uns auch am Mutter sprechen. Dort wollen wir nicht. Und wir tun das nicht. Meint ihr dann, wo wir alle frei sind? Wir wollten dort, dass wir leben im Fleisch und wir wollten die Versicherung als stark Rahmen. Und wir gerufen an verschiedene Versicherungen und waren auch nicht krank an diese Sinn, was hier abgetekent ist. Aber dann auf einmal selber wurden gerufen, was uns zum Tod führen wird, wenn wir uns da nicht kümmern wollen. Paulus sagt, dort wollen wir nicht. Und dort sagen wir alle, dort wollen wir nicht. Aber wir alle stehen zu, dass du ein Versicherer ist, was uns manchmal angerieten wird und uns vernenschlappen der Wahl, wo unser Charakter dort kann utkommen. Nein, der Fall sagt es, weil wir nicht unseren Herrn versichern, so als man gerne eingedeuten und von Schlangen umgebracht werden. Die versachten Gott. Sie wären anmutig, wenn nicht alles kriegt, wie sie dachten. Hier, glaube ich, handelt sich das an, dass sie wieder reisen wollen und sie anmutig wären, wegen dem Weg, was sie gehen müssten. Sie grünsten, wären anmutig. Wir hätten doch könnt in Ägypten geblieben sein. Gott, wenn du uns durch den Tag gelassen, du hast wie Fleisch und du hast wie alles, du jenk uns das Schein. Fleischlich Schein. Sie haben da alles, was ihr Körper fehlende. Sie haben da alles, was sie brauchten für ihren Körper. Aber die Bibel hat ab so vielmals beteknen, dass Ägypten wie in Sinn steht. Das Volk lebt nicht so, als das so. Gott will das Volk zurück haben. Er will das Volk mal lernen, wo reich zu leben. Und hier werden sie ganz anmutig. Sie versachten Gott. Und dann kommen die jäffige Schlangen, beiten die Menschen, die sterben. Viele Menschen sterben. Tausende. Gott schickt, das sagt er, er schickt die Schlangen. Bis das Volk wird so unzufrieden. Er schickt die Schlangen. Hier in Kanada haben wir nicht alle jäffige Schlangen, aber hier haben wir kriegt die Versicherer, was in Mexiko und Paraguay ist, wo die alle jäffige Schlangen sind. Der Versicherer wird uns versichert, eine falsche Sicherheit anzugeben und dass wir uns holen sollen, der ist hier kriegt so, als das wird. Wir können anmutig sein und unzufrieden sein mit dort, was uns verjährt. Aber wir können entscheiden, wir sind mutig, weil wir leben für Jesus. Und die Umstände lassen uns nicht, von denen lassen wir uns nicht Kontrolle. Dort ist eine Entscheidung, die ich treffen kann. Wir können uns mitreden von den Umständen und unmutig sein. Aber wir können entscheiden, ich habe mein Leben Jesus gegeben, die Umstände, die machen mich nicht unmutig. Und dann können wir mit Frieden leben. Ich will mal eins aus 4. Mose 21 lesen. Das ist gerade die Begebenheit, wo wir in die Schlangen so hart ging. Wir wollen uns das mal lesen. 4. Mose 21, Vers 4. Sagt er, dann reisen sie vom Berg hoch in der Richtung zum Schaltmeer, dass sie Ram der Edomiter erlohnt gingen, aber das Volk wird auf dem Weg verdrisslich.
und redet jeden Gott und jeden Moses. Warum hat ihr uns aus Ägypten rausgebracht, dass wir in der Wildnis sterben? Hier ist kein Brot oder Wasser, und das praste Eten ekelt uns also. Dann checkt der Herr dollig aufgeschlagen mangt das Volk, wo die Menschen beiten, dort viele Israeliten sterben. Dann kämen seine Moses und sehen, wir haben gesündigt. Dort wir gegen den Herrn und gegen die geredet haben, bete den Herrn, dass er die Schlangen von uns nimmt. Und Moses ging und bet für das Volk. Dann sieht der Herr zu Moses, merkt ihr eine brennende Schlange und hängt die Höhe an eine Stange ab. Wer gebeten wird, soll diese Schlange ankicken, dann wird er nicht sterben. Da müht Moses eine brennende Schlange und hängt die Höhe ab. Und wann wer von einer Schlange gebeten wird, kickt er die brennende Schlange an und bleibt leben. So, das ist die Begebung, was Moses mit das Volk beleben hat. Moses ging in Bett, Gott nimmt die Schlangen weg. Das war das Volk am Checken. Gott sagt, no, die Schlangen, wo ich da lo. Die wollen da bleiben. Aber ich kann was handstellen, dass sie da nicht sterben dürfen. Aber die Schlangen, die wollen da bleiben. So das Volk will die Schlangen lossenden und Gott sagt, no, die können da bleiben. Weil die werden so unzufrieden, verdrießlich. Und das ist something, wo ihr kann denken, was das gebracht hat. Dass ihr das nicht für zu vergeten wird. Das sage ich natürlich nicht mit der Wir. Aber das ist das hier in der Geschichte. Gott sagt zu Moses, merk eine Schlange vom Brand, und dann hängt er da ab. Und wenn wer gebeten ist, dann soll er da Hand kicken, und dann wird er leben bleiben. Soll er seinen Kopf, seine Gedanken der Hand drehen, das ist, was Gott gesagt hat. Wenn ich hier eine Hand kicken, dann brauche ich nicht sterben. Und das ist, was passiert. Viele Menschen werden nur dem gebeten, werden vielleicht auch ganz krank, beten sie werden, dass sie die Schlange sein können. Aber wenn sie die Schlange nicht sahen, dann bleiben sie leben. Das sage ich nicht, dass sie nicht krank werden oder nicht was haben. Aber eigentlich steht, sagt es, dass diese Schlangenstärksel den Wei, dass die große Weide von dir. Nur her, als Jesus abgeiert wird, und er anfängt zu reden, dann weiß er gerade nicht diese Begebung. Und da fingen wir in Johannes, das 3. Kapitel. Johannes 3, Vers 14, da sagt es, und so als Moses in der Wildnis eingeschlagen, hoch abhängt. So, das ist, was Jesus sagen wird. Dann sagt er, so muss die Menschen sehen, auch hoch abgehoben worden. Nu bringt er das taub. Die Menschen ihre Unzufriedenheit, was Schlangen gebracht hat und was viele Menschen gestorben sind, wo Gott dann im Mädel sagten, dass sie nicht dürfen sterben wegen der Biezels von der Schlange. Sagt Jesus hier nu, das ist, so dass mit mir sich was dran nehmen. Die alle sind verbiestert, die alle sind in Sinnen angeraten, die Schlange hat ihn gebeten und versucht mitzutragen, das Jeff ist in ihn angekommen. Aber ich war an Krieg gestorben, damit das Jeff nicht wird, was eine Hall bringt. Die wollen nicht dürfen verloren gehen, wegen der Sinn, wo ihr ihn mitreden. Und er sagt wieder, dass all die an einem glauben, dass wir Leben haben, all die Menschen, die an das glauben, was Jesus getan hat, das sagt, dass die das ewige Leben haben. Und wir alle, uns ist das kurz klar, und uns ist das kurz möglich, ewige Leben, ja, dort will ich. Dort ist mir klar, dort will ich. Ich will nicht verloren gehen. Ich will das ewige Leben. Aber mein Leben stimmt doch mit dort, oder sind ich noch so sehr von der Schlange gebeten, dass ich nicht kann vertrauen, was Jesus getan hat. Dass ich mein Leben nicht kann, nur dort noch leben, was Jesus getan hat. Vers 16 sagt es, Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er sein einzigen Sehen gibt, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Gott seine Liebe für das Volk. Er sagt den Menschen durch, er sagt, er hat diese Biezels durch, er sagt, er wurden sterben. Er schickt Jesus.
sagt, die Brücken nicht sterben. Aber er sagt, wer durch glaubt, sagt, der und am Glauben nicht verloren gehen. Und Glauben ist nicht bloß, ich glaube, dass er in Jesus gekommen ist, ich glaube, den haben sie mal gekriegt, ich glaube, dass das so und so wird. No, das ist mehr als das. Das ist, ich will so leben. Ich glaube, dass was er getan hat, dort bringt Radung. Und nu ist mir das auch so viel wird, dass ich so leben will, als er uns geschrieben hat, auf viele andere Stellen. Und eben von hier wieder, 17. Vers sagt, willst Gott sehen, nicht in dieser Welt, um die Welt zu rechten, aber dass die Welt durch kann gerat werden. Wer an ihm bleibt, wird nicht gerecht werden, wer aber nicht bleibt, ist all gerecht, weil er nicht an den Namen von Gott seinen Sehen bleibt. Dann in Vers 19 sagt es, in das rechte Urteil ist das Licht kommt in die Welt nennen, aber die Menschen haben das düstere Leib aus das Licht. Wohin? Dann sagt es, will es Worten werden von düsteren. Wenn wir wollen einen Sinn leben, dann können wir nicht dort verdrehen. Dann meint es auch, dass wir dort nicht glauben, aber das meint auch, das Haupt uns nicht, dass Jesus für uns gestorben ist. Das Haupt uns nicht. Weil 19. Vers noch einmal lesen. Sagt er, das rechte Urteil ist das Licht kommt in die Welt nennen, aber die Menschen haben das düstere Leiber aus das Licht, weil es ihre Worte werden von düsteren. Vers 20. Weil wer sich an beise Worten eift, kann das Licht nicht verdrehen und kämpft auch nicht im Licht, dass seine Worte nicht sollen für ein Tag kommen. Wer sich an beise Worten eift. Ein anderer wird ja sein, wer einen Sinn leben wird, der kann das nicht verdrehen, was Jesus ist. Wann der Arm von Jesus geredet wird. Wann Arm wird denken gehalten, das, was die leben ist, das ist Arrecht, das ist Sinn. Wer das Gleiche der kann das nicht verdrehen, dass du eine Radung ist. Dass wir nicht dürfen durch Ben leben. Vers 21 sagt es, aber wer die Wahrheit tät, der kämpft nun Licht, dass klar zu sein ist, dass seine Worte an Gott getan sind. Wer die Wahrheit tät, der kämpft nun Licht, der dagt es auf, der lässt Jesus nennen, der lässt sich von Jesus regieren. Dort ist Gott sein Plan. Dort ist, was Gott scheint, mir und die da toten bohren. Dort wird Gott scheint, wenn er sieht, dass ich sind wahrlich, das Wort Gottes zu lesen und dort an mein Leben anzupassen. Nicht mein Leben an das Wort Gottes anpassen, aber Gott sein Wort nehmen und proben, stimmt dort mit mein Leben. Und wenn ich dann wahrlich sind zum ändern, und ich dann wahrlich mein Leben durch anzustellen, was ich da finde, dann freut Gott sich. Das geht am Schein. Er hat eine große Freude an, wenn ich das tue. Und das ist, was Paulus hier versucht zu erklären zu dieser korinthischen Kirche, sagt er, weil wir nicht so leben, und weil wir uns nicht so teilen, ich sein nu in der Gruppe Menschen, und du wird gepredigt, und du wird gesungen, und wie uns geht der Taub schein, und ich weiß, ich soll noch ändern, aber das wird mal sein, vielleicht wird noch. No, das ist eine falsche Sicherheit. Aber wenn ich bereit sein, Gott sein Wort anzuwenden, ich bereit sein, was zu tun, bis ich habe, was gelesen. Dort ist, wo Gott Kraft geben wird, dort, wo Gott uns Sieg geben wird, dort, wo er uns halten wird. Er will nicht, dass ich in die Seelen verloren gehe. Er gibt alles. Wenn wir gucken dann in, ich glaube, es ist Epheser, der erste Kapitel, 18 und 19 und 20. Vers, ich glaube, die Versen, du sagst, dass Gott hat mir in die Kraft gegeben, was er brauchen wird, was er Jesus in den Grab holen wird. Die Kraft hat er mir in die gegeben, dass wir können ein geistliches Leben leben. So, brauchen wir diese Kraft, nehmen wir die Kraft und leben an dieser Kraft, was Gott hat uns die gegeben. Das ist, was Paulus zur Ephesischen Kirche sagen wird. In 1. Korinther 10, Vers 10, da sagt er, du dort nicht rangrenzen, so als man gerne eingedeihen in Worten von verdorben angebracht. Das ist eine andere Begebung, wo sie Grenzen deuten, wo sie unzufrieden werden.
Ich glaube, das ist die Begebung, wo die 12 Spies das Land hatten und gesagt, in Cham 3, und dann weit wieder Caleb und Jesua, die geben positiven Bereich von das Land, und die anderen 10, die wären Angst. Die können das nicht verstehen, was Caleb und Jesua leben. Caleb und Jesua hatten klar, wenn Gott mit uns ist, dann tjavi. Die anderen 10 sagen, das sind so große Menschen, wo wollen wir das jemals kennen? Jesua und Caleb hatten klar, wenn Gott auf uns sieht, dann lauter große Menschen sein, dann lauter starke Wegen sein, aber wenn Gott auf uns sieht, dann tjavi. Dann tjavi. Und wir wissen, dass durch viele Menschen zu Tod kommen, viele Menschen sterben, wenn sie grenzen, unzufrieden werden. Sie nicht im Glauben das annehmen, denn Jesua und Caleb, die haben klar, wenn Gott auf uns sieht, dann tjavi. Dann tjavi. Und das von der auch noch so, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott leben, wir in Gemeinschaft mit Jesus Christus sind, dann tjavi. Dann tjavi. Weil tjavi, lebe ich nicht in dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus, dann tjavi nicht. Dann sagen wir so aus diesen Tieren, wo die drei kommen in den Saal und bloß die großen Schwierigkeiten, was du würden sein, oder die große Arbeit, was du würden sein, oder die großen Menschen, die uns auf einmal wollen, mit gehen an sein. Der Saal bloß dort. Jesua und Caleb, die sagen, nur wenn Gott auf uns sieht, dann tjavi. Dann tjavi. Und dort ist so von der mit mir in die Kreis so, wenn wir in Gemeinschaft mit Jesus Christus leben, dann tjavi. Dann tjavi Frau sein. Dann brauchen wir nicht anmutig sein. Dann brauchen wir nicht ramgrenzen. Dann brauchen wir nicht unzufrieden sein. Dann tjavi Frau sein. Weil wir haben euer Leben an uns, dort bringt uns diese Freiheit. Dort sehnt uns, dort haupt uns, dort gibt uns immer wahre die Freudigkeit, Verrechtigkeit im Wort als der nächste Schritt. Wort hat Gott mich von der unter sein. Auf der Vers sagt es, all das passiert und gerne uns zum Vorbild. All diese Menschen, die sterben durch, wenn sie Grenzen deuten, unzufrieden werden, nicht glauben deuten, dass Gott enthalten kann. Die sterben durch, und dann sagt es hier, all das passiert uns zum Vorbild. Ein anderer wird, dass wir können sein, wenn wir dort leben, wir wollen auch ankommen. Oder wir wollen auch ein großes Angleichen ran. Wir wollen in Schwierigkeiten ran, wo wir uns selbst nicht wollen mitweiten. Das passiert und gerne, damit wir sein können, und erst für uns geschrieben worden, da wir in dieser letzten Zeit leben, um uns zu warnen. Wir leben nu in der letzten Zeit, oder in der lautere Zeit. Aber dann lässt Gott das passieren und gerne, damit das eigentlich von der kann sein, wenn wir nicht nur Gott in Order leben, dass wir ankommen. Dass wir ankommen. Wir haben in Deutsch steht, Meier, was das klar betekent, wenn wir nicht in Gott seine sieht, dann sehen wir an den Teufel seine sieht, oder wenn wir nicht im Himmel nennen, dann wollen wir nach Hause gehen. Oder die Dinge, du sind viel Schriftstellen, was uns so klar betekenen. Aber hier da versucht Paulus, die korinthische Kirche das Verteilen. Guck mal, was passiert dann? So wird das auch nicht passieren. Guck mal ein bisschen, was dann passieren wird. So kann das auch nicht mit uns passieren. 1. Petrus 4, Vers 7 sagt, der Zeit ist bald hier, dass alles in Einheit, da wir matje waker zijn en klar denken, dat je beten kan. Beten, een ander weer als in Gemeinschaft mit Gott zijn. In Gemeinschaft mit Jesus Christus zijn. Beten, danken, preisen, für was hij gedaan hat. Dan in 8. Vers sagt het, even alles seid er nog, dat niets je lijf een zum anderen sturen kan, wees lijf dag vele zinnen toe. Meint dat dan, dat wanneer ik bloß voor lijf toe zijn, dan boort dat niet wat ik gedaan heb? Is dat wat dat meint? No, ik geloof niet. Maar ik geloof, wat het leren wil, wanneer ik lijf voor Jezus heb, dan zijn ik wel dingen op te klaren. Dan zijn ik wel dingen op te klaren te staan. Dan wordt dat toe daar. Ik heb de lijf ervoor. Ik heb de lijf voor Jezus, dus ik weet, hij is de rare. Ik weet, hij is de die mij uit een diensten houden kan. Das ist keiner nicht. 12. Vers sagt es, in 1. Korinther 10 sagt es, du wen, wer der meint, er steht fast, soll aufpassen, dass er nicht fällt.
Aber wir uns an dieser Weg haben geäuft und wir klar sind, wir sind mit Jesus, wir leben für Jesus, dann sagt Paulus hier, dann passt ab, wenn der Versäger ist immer noch Raum, einen Versäger die darauf zu kriegen. Von der an lebst du mit Frieden, du bist Frau, du bist mutig, die jeder Schein mit Jesus zu leben, die jeder Schein im Gebet mit Jesus zu sein. Pass ab. Der Versäger hat Raum aus dem brauenden Leben und sagt, wem du was kann raufkriegen. Aber wenn wir in dieser Gemeinschaft sind, und wir uns aneiven, dann wird Gott uns beschützen, dass wir nicht vor in deren Weich kommen. Wie es sagt, dass ich sehe, in Epheser 1. Kapitel 19 oder 20. Vers, da sagt er hat uns die Kraft gegeben, in so eine starke Kraft, was die Menschen aus dem Grab holen können. Da hat er mir die gegeben, dass in die davon kann leben. 13. Vers sagt er, nun haben uns noch mal menschlich bekannte Versicherungen getroffen. Gott ist treu und er wird nicht zulassen, dass wir schwanger versorgt worden, als die Kraft haben. Er wird für ein Wachsorgen aus der Versicherung rauskommen, sodass jeder verdrehen kann. Lob dem Herrn, Psalm 68, Vers 20. Lob den Herrn, unseren Heiland, der täglich unsere Lasten trägt. Gott ist gut. Haben wir eine falsche Sicherheit? Dass wir uns so sicher fühlen, ist das ab Jesus Christus Gebot? Oder ist das, dass wir noch irgendwo Dinge haben, die wir fehlen abzuklären, dass wir sicher sein können? Möchte Gott uns segnen.